Hallo ihr Lieben, heute gibt es ein ganz simples, sehr leckeres Rezept aus Italien für eine cremige Carbonara. Ich habe früher die Carbonara immer mit Sahne gemacht. Ja, schuldig, ich weiß. Aber nachdem meine Schwester ein Semester in Italien gemacht hat und ein originales Rezept von seiner WG-Nachbarin bekommen hat, mache ich die Carbonara nur in dieser leckeren Originalvariante und es ist unfassbar lecker und super cremig. Lass uns mit dem Rezept anfangen. Du brauchst nur ganz wenige Zutaten für die Carbonara. Ich sage nicht, dass die ganz einfache Zutaten sind, weil du brauchst zwei Sachen, die etwas speziell sind. Du brauchst die Guanciale, das ist so eine Art Fleisch oder Fett. Den hat mir meine Schwester aus Italien mitgebracht. Ich bin ganz ehrlich, ich habe es nicht nachgeschaut, ob man das auch in den Supermärkten hier kriegt, aber ich habe gesehen, dass man das online bestellen kann. Ich würde empfehlen, Guanciale für das Rezept zu nehmen, weil es einen ganz besonderen Geschmack hat. Es schmeckt nicht wie Bacon. Ich habe früher immer Bacon anstatt genommen, aber es hat einen komplett anderen Geschmack und dadurch wird der ganze Carbonara komplett anders. Es schmeckt anders und hat einen ganz schönen Geschmack. Deswegen würde ich empfehlen, unbedingt Guanciale zu nehmen. Und dann brauchst du auch Pecorino Romano, den bekommt man schon hier auch im Laden, entweder so schon verpackt oder auf der Bedienungstheke. Dann brauchen wir noch 2 Eigelb und 2 Eier, 150 Gramm bis 200 Gramm, das lasse ich dir entscheiden. Spaghetti, etwas schwarzer Pfeffer und Salz. Jetzt dann als erstes werde ich die Guanciale anbraten und beim Braten würde ich dir empfehlen, alle Fenster aufmachen, weil es entwickelt schon viel Rauch und sonst geht die Feueralarm los. Deswegen alle Fenster aufmachen und den Guanciale schön knusprig anbraten. Dann nehme ich den Guanciale aus der Pfanne und lege es auf einen Teller mit Küchenpapier. So bleibt es knusprig und nicht viel zu fettig. Dann würde ich auch empfehlen, etwas von dem Guanciale-Fett aus der Pfanne zu nehmen. Ich mag nur 1 bis 2 Esslöffel da lassen für die Carbonara. Den Rest kann man auch später verwenden, wenn man Zwiebeln, Kartoffeln, was auch immer bratet, dann etwas von dem Fett dazugeben. Das gibt auch einen schönen Geschmack. Für die cremige Eissoße brauchen wir 2 Eigelb und 2 ganze Eier. Dann ganz leicht mit Salz würzen und schwarzem Pfeffer und dann das Pecorino und dann kurz vermischen. Die Spaghetti nach Verpackungsanleitung im Salzwasser kochen und bevor du das Wasser abgießt, 2 Kellen davon zur Seite lassen. So, wir brauchen auch dieses Kochwasser. Erst dann die Wasser abgießen. Dann, wenn die Spaghetti fertig ist, die Einmischung auf der Pfanne geben und mit dem Guanciale-Fett kurz vermischen. Die Pfanne steht nicht auf der Hitze. Der Herd ist aus. Dann die Spaghetti dazugeben, etwas Kochwasser und mischen. Hier musst du die Spaghetti mit der Soße die ganze Zeit rühren, so dass es nicht auf einer Stelle zu fest wird. Sonst kann es sein, dass die Soße dann fest kocht oder so, wegen den heißen Spaghettis und die Kochwasser. Deswegen in Bewegung halten, wenn du merkst, dass es nicht cremiger wird, dass du etwas zu viel Kochwasser dazugegeben hast, dann den Herd anmachen. Aber hier auch ganz vorsichtig mit der Hitze, so dass die Hitze nicht zu stark wird, sonst wird die Soße zu fest. Deswegen immer in Bewegung halten und ganz langsam dann warm machen, bis die Soße schön cremig wird. Wenn die Soße schön cremig geworden ist, direkt vom Pfanne auf den Teller geben. Etwas Pfeffer nach Geschmack, wenn du magst, und etwas Pecorino und dann warm genießen. Die Carbonara ist schön cremig geworden und es schmeckt mega lecker mit dem knusprigen
Guanciale-Stücken obendrauf. Dann kannst du auch etwas Pfeffer dazugeben und etwas mehr Pecorino vor dem Servieren und dann ganz wichtig direkt genießen, weil es, wenn es warm ist, ganz schön cremig ist, aber wenn es abkühlt, wird es dann fester und ist nicht dann so cremig wie wenn frisch serviert. Manche von euch wissen schon, dass ich dieses Jahr in Italien war, im Frühjahr, im Frühling eigentlich, um meine Schwester zu besuchen, weil sie da ein Semester studiert hat. Ich wollte die ganze Reise Carbonara da essen, aber irgendwie hat es nicht geklappt. Die Restaurants, die Carbonara hatten auch was anderes, was ich probieren wollte und so habe ich dann keine Carbonara in Italien gegessen. Aber ich wollte unbedingt die Original Carbonara probieren, weil normalerweise oder früher habe ich es immer mit Sahne gemacht. Ich weiß nicht warum. Ich habe nie nach dem Originalrezept gesucht und ich wollte dann meine Schwester fragen, ob sie seine WG-Nachbarinnen fragen kann, ob die ein Rezept mir geben könnten. Und den Rezept, den ich heute mit euch teile, habe ich dann bekommen. Ich habe es, wie gesagt, etwas angepasst, weil es nicht ganz detailliert war. Ich kann nur sagen, dass bei uns nie wieder Spaghetti Carbonara mit Sahne gekocht wird, weil es so in dieser Originalvariante mega lecker schmeckt. Es braucht keine Sahne. Es ist schön cremig und es hat einen ganz besonderen Geschmack. Ich hoffe, dir hat das Rezept auch gefallen und dass du den auch testen wirst. Ich würde mich auch sehr auf deinen Kommentar freuen. Sag mir in den Kommentaren, welche Carbonara-Variante dir am besten schmeckt. Wenn dir mein Rezept gefallen hat, vergiss nicht die Daumen nach oben und wenn du neu bei meinem Kanal bist, kannst du jetzt abonnieren, um keine neuen leckeren Rezepte zu verpassen. Danke, dass du dabei warst. Tschüss und bis zum nächsten Mal.